Nachdem wir zuletzt viel mit Schwert und Schild gekämpft haben, geht es weiter mit Schwert und Schild. Und zwar bei He is Coming. Ja, sensationelles Game. Ich mach mal ein bisschen leiser. Cooler Sound. He is Coming. Demo-Version. Das Ganze kommt jetzt raus am 21. Also pünktlich zum Video. Und es ist, die 6-Bit-Sounds Premium. Es ist ein Game, wo wir Stück für Stück Fortschritt machen können. Also Kompendium, wir spielen verschiedene Sachen frei. Man kennt es vielleicht von Games wie Brotato zum Beispiel, wo man auch immer mal wieder neue Figuren freispielt. Hier sind es verschiedene Waffen, also aus dem Waldland, dann haben wir Sumpfland, da war ich noch gar nicht. Dann gibt es hier das Kompendium mit den verschiedenen Items. Das Ganze mit einer wahnsinnig coolen Idee, aber natürlich auch relativ simpel gemacht, ne? Das ist halt das Geile an diesen Indie-Games. Relativ simpel von der Grafik, nicht wahnsinnig aufwendig, aber geile Ideen dahinter. Games mit guten Ideen und deswegen macht das auch Bock, in solche Games reinzugehen. Und wir gehen mal rein. Wir haben hier unseren kleinen Ritter. Was sehen wir? Wir haben den kleinen Ritter. Er hat gerade nur einen Stock in der Hand. Wir sind wenig ausgerüstet. Wir haben da oben unser Leben. Wir haben einen Schaden, den wir machen. Wir haben die Möglichkeit, eine Rüstung anzulegen, das blaue Zeichen. Und Geschwindigkeit haben wir auch. Dann sehen wir oben in der Mitte den Tagesablauf oder die Tage bis He is Coming, also bis der erste Boss kommt. Und es kommen nach und nach dem Ablauf der Tage immer wieder neue Bosse, wenn wir sie überleben. Und wir müssen natürlich zusehen, dass wir es überleben. Wir haben hier anfangs 4 Fältchen, also 4 Felder, wo wir Ausrüstungsgegenstände reintun können, die natürlich unterschiedliche Werte haben und unterschiedliche Eigenschaften. Und das wird dann mit dem nächsten Boss haben wir dann 6, also dann kriegen wir nochmal 2 Slots mehr und mit dem nächsten Boss kriegen wir dann nochmal welche mehr und so weiter. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir sehen hier einfach nur unser Feld und hier haben wir schon eine kleine Schatztruhe, da gucken wir rein und können uns jetzt hier entscheiden. Wollen wir eine andere Waffe zum Beispiel haben oder diese Handschuhe, der gibt es jetzt hier plus Leben und plus Geschwindigkeit, also schneller angreifen können, wäre auch eine Option. Ich würde sagen, ich nehme mal diese Handschuhe oder hier diese Kirschbombe. Zu Kampfbeginn gib dem Gegner 1 Pulver und füge einen Schaden zu. Wäre auch eine Idee. Habe ich noch gar nicht verwendet. Ich nehme das einfach mal, weil ich es noch nie verwendet habe. Gucken wir mal, was da passiert. So, und jetzt rennen wir hier rum und ihr seht, während ich hier rumlaufe, vergeht oben die Zeit. Also jedes Mal rumlaufen, das geht hier ganz simpel mit WASD. Guck mal, da haben wir nochmal eine Kiste. Da hätten wir jetzt mehr Rüstung, plus 3. Hier haben wir ein Schwert, was 3 Schaden macht. Das ist doch schon gut. Und hier wäre nochmal so eine Stachelkastanie mit Dornenschaden. Auch bestimmt interessant, aber ich glaube, ich gehe erstmal auf den 3 Schaden. Und dann haben wir schon einen Bären. Und tagsüber sind die ganzen Tiere, die meisten zumindest, sind die friedlich. Und dann haben wir gleich die Nacht und dann werden sie aggressiv. Das heißt, jetzt konnten wir gerade einfach dran vorbeilaufen. Hier zu der Kiste. 2 Angriffe für jeden leeren Slot. Auch interessant. Bei Kampfbeginn erhalte 1 Dornen und wir haben 2 Rüstungen. Ja, ich nehme das mal, weil wir ja sonst nicht so viel haben. Und dann gehen wir mal hier auf den Bären. Und jetzt geht es los. Das ist jetzt so eine Art Autobattler. Also es geht eigentlich von alleine. Man muss jetzt hier nicht irgendwie was drücken oder was machen. Es ist halt immer abhängig davon, was man ausgerüstet hat. Und es entscheidet auch so ein bisschen der Reihenfolge nach. Also 1, 2, 3, 4. Es geht quasi eins nach dem anderen durch, wenn man Gegenstände hier im Inventar hat, die man
naja, die halt darauf abzielen. Hier jetzt zum Beispiel bei Kampfbeginn legen wir das natürlich mit als erstes. Ne? Wir könnten das auch später umswitchen. Also außerhalb vom Kampf kann man das auch nochmal hin und her schieben, dass man das in einer anderen Reihenfolge haben möchte. Jetzt haben wir das erstmal so. Und ich mache mal Go. Er hat erstmal ein Schild gekriegt durch sein dickes Fell. Wir haben aber auch ein Schild gekriegt und haben ihm sofort einen gegeben, denn wir haben ja durch das Schwert hier viel mehr Schaden, als er Leben hatte. Und wir haben ihm auch noch einen Schaden zugefügt. Das haben wir ja hier nochmal mit drin stehen. So, jetzt geht's weiter. Da oben war noch eine Kiste. Jetzt haben wir hier nochmal verschiedene Helme. Stellt 3 Leben wieder her. Bei entblößt. Also in dem Moment, wo wir keine Rüstung mehr haben, kriegen wir automatisch 3 Leben. Ist nicht schlecht. Jetzt wäre es natürlich praktisch, dass wir ein anderes Item hätten, wo wir immer mal wieder Rüstung kriegen. Dann haben wir hier noch einen Helm. Erste Runde stellt Leben in Höhe des Schadens wieder her, der durch Attacken zugefügt wurde. Also ich nehme einfach gar nichts. Doch, ich nehme mal diesen Helm, den finde ich gar nicht schlecht und den tue ich vielleicht irgendwann mal weg. Und jetzt gehen wir mal weiter hier zu dem nächsten Bären. Und wir haben jetzt hier Dornen bekommen, dadurch. Und er ist mit einem Mal kaputt. Und wir haben wieder Leben. Also wir müssen einfach zusehen, dass wir hier überleben. Irgendwann macht man es natürlich einfach auf ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Dann läuft das hier schneller ab und dann läuft man da einfach durch, weil man ja weiß, dass man solche einfachen Gegner hier überlebt. So, jetzt hätten wir hier theoretisch zweimal das gleiche Item. Das ist gut, denn zweimal das gleiche Item. Dadurch können wir ein Item aufwerten bei einem speziellen Händler. Den müssen wir allerdings erst finden. Jetzt möchte ich am liebsten aber den anderen Helm hier aufwerten. Mehr Leben kriegen. Fände ich besser als das. Das heißt, ich nehme jetzt von den ganzen Sachen hier nämlich gar nichts und laufe einfach weiter. Einfach weiterlaufen, gucken, da ist nochmal so ein Bär, da müssen wir jetzt nicht hin, da ist eine olle Spinne. Jetzt haben wir es wieder Tagesanbruch und ich laufe einfach mal ein bisschen weiter. Guck, da vorne ist so eine Fee. Ich gehe mal zu der Fee und die Fee wandelt Objekte um. Da ich das ja hier nicht unbedingt haben will, verwandelt sie mir das und wir kriegen was in der gleichen Qualitätsstufe. Ja, einfach nur ein Schild. Okay, ist jetzt auch noch nicht so der Burner, aber besser als nichts. Und da haben wir den Kandidaten, der kombiniert 2 gleiche Items. Da gucken wir mal. Jetzt haben wir hier noch ein Öl auf der Waffe. Auch gut. Plus Geschwindigkeit, plus Rüstung oder eben hier plus Attack. Ich nehme natürlich gerne nochmal plus Attack. Haben wir jetzt schön unsere Waffe nochmal eingeölt. Jetzt haben wir 4 Schaden. Das ist doch schon mal richtig gut. Und da unten ist noch ein Händler. Ja. Greifen wir einfach mal eben an. Zack, zack. So. Mit einem Schlag erledigt. Der Rabe ist ein bisschen mies. Der klaut uns immer Geld. Zack, jetzt hat er einen Coin bekommen. Aber dafür haben wir ihn auch schnell genug kaputt gehauen. Und hier haben wir einen Händler. Händler ist natürlich auch praktisch. Jetzt haben wir nur noch 4 Coins. Gibt es hier etwas? 5 Coins, 10 Coins. Und für einen Coin könnten wir nochmal würfeln. Nee, haben wir nichts Passendes bei. Ich gehe einfach weiter. Die olle Fledermaus. Zack, zack, zack. Jetzt stelle ich mal auf schnell. Bam, bam, bam. Denn wir sind ja relativ stabil unterwegs hier. So, zack, zack, zack. Jawohl, das läuft alles. Der Bär kriegt auch noch hier auf die Omme. Wir kassieren dadurch ein bisschen Cash. Und jetzt muss ich echt mal gucken. Ich will am besten nochmal eine Kiste finden. Mit Glück nochmal diesen Helm. Damit ich das hier kombinieren kann. Was haben wir da? Ein Kessel. Kombiniere 2 verschiedene einfache Nahrungsobjekte. Hab ich gar nicht, oder? Ist das hier Nahrung? Maybe ist das Nahrung. Ja, da steht's dran. Bombe und Nahrung ist es. Okay. Okay, ich habe aber nur 1. Das heißt, vielleicht finde ich ja gleich noch was. Dann haben wir hier noch was. Na, guck. Hier können wir die Waffe beim Schmied auch noch schärfen. Erhalte eine Rüstung oder stellt ein Leben wieder her. Und wir haben ja hier, stelle 3 Leben wieder her, wenn ich entblößt bin.
Das heißt also, ich nehme mir das jetzt hier drauf mit der Rüstung. Dadurch bekomme ich 1 Rüstung und wenn jetzt ein Gegner bei mir Schaden macht, zum Beispiel er macht 2 Schaden, der Gegner, haut er meine Rüstung weg, haut mir aber auch gleichzeitig 1 Lebenspunkt weg und ich kriege dadurch, dass ich ja hier das Leben einmal oder dass mir meine Rüstung hier geklaut wurde, stelle ich 3 Leben aber direkt wieder her. Verständlich? Ich glaube schon. Also, so im Idealfall, solche Angriffe laufen dann im Idealfall so ab. Und jetzt gucken wir mal. Bam, 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 bam. Mittlerweile, ich hoffe, dass das... Oh, jetzt sind wir hier schon fast am Ende. Oh, hier ist nochmal eine Bombe. Eine Bombe. Entblößt fügt 5 Schaden zu. Ja, das ist ja genau das, was ich mache, ne? Ich entblöße mich ständig. Wandel 3 Tempo in 9 Rüstung um. Aber ich habe nicht so viel Tempo. Und was haben wir hier? Immer wenn du Tempo erhältst, erhältst du pro erhaltenes Tempo 2 Rüstungen. Ich erhalte kein Tempo. Aber das Teil könnte interessant werden. Und ich muss gleich mal gucken. Ich gehe mal langsamer rein, denn ich würde gerne wissen, was passiert hier. Wir schlagen, machen 4 Schaden. Oh, er ist schon tot. Er ist einfach schon tot. Okay, gleich kommt der Boss. Gibt es noch irgendwo was ich irgendwie mitnehmen kann? Da ist nochmal so ein Aussichtsturm. So, der deckt nochmal eine ganze Region auf. Ich gehe nochmal vor Spaß hier in den Wolfskampf rein. 1 Schaden hat er sofort gekriegt. Er nimmt mir 1 Rüstung. Ich bekomme sofort wieder... Also im Moment sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt kommt der Bossfight. Und der ändert sich auch immer wieder. Also wir haben immer mal wieder unterschiedliche Bossfights, unterschiedliche Bosse mit unterschiedlichen Aktionen, die machen. Blutmond Werwolf. Während der Spieler weniger als 50% Leben hat, hat der Blutmond Werwolf 5 zusätzliche Angriffe. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen, aber im Idealfall sollte ich ja kein Leben verlieren. Wir gehen mal langsam rein. Wir starten, er kriegt erstmal einen Abzug. Zack. Und er haut mir 3 Schaden zu, aber ich regeneriere auch wieder. Jetzt habe ich einen er ist schon platt. Jetzt habe ich eine Rüstung wieder bekommen. Hätte er mir wieder geschlagen, hätte er mir die Rüstung weggenommen, 2 Lebenspunkte weggenommen, aber ich hätte auch sofort 3 Lebenspunkte wieder dazu bekommen. Durch die Items. So, jetzt haben wir hier neben, ich sitze da schön davor, jetzt habe ich hier neben nochmal 2 weitere Slots bekommen. Wir sehen, hier haben wir nochmal eine Kiste, hier oben ist nochmal eine Kiste, ich glaube für Amulette. Da gibt es auch ganz interessante Sachen. Und ich guck mal, was es noch gibt. Wenn du weniger Tempo, nee, ich nehme davon erstmal gar nichts. Wir laufen mal weiter hier. Nee, da muss ich eigentlich auch gerade nicht hin. Ich brauche erstmal noch eine weitere Kiste. Oder ich gehe nochmal zu der Fee und wandle das eine Item um. Vielleicht gibt es hierfür nochmal was Besseres. So, zack, zack, er ist sofort tot. Läuft. Dann gehen wir hier hin. Ich tue das Schild nochmal rein. Gucken wir mal, was wir bekommen. Ich habe Schuhe bekommen mit 2 Tempo. Ist jetzt auch nicht so interessant. So, hier stellen wir wieder auf schnell. Zack, zack, zack. Die einfachen Gegner, die fallen ja jetzt so um. Auch hier, bam, bam, bam. Gar kein Problem mehr für uns. Und hier haben wir Schmuck. Stelle in jeder zweiten Runde ein Leben wieder her. Auch eine Option. Füge in jeder zweiten Runde einen Schaden zu. Oder ich mache grundsätzlich einen mehr Schaden, bin aber auch langsamer. Ja, das nehme ich. Das heißt, ich habe jetzt 5 Schaden mit jedem Schlag. Das ist schon mal praktisch. Hier war, glaube ich, der... Ja, da gehe ich nicht hin. Guck mal, da oben ist noch eine Kiste. Sehr gut. Und hier haben wir... Wenn du kein volles Leben hast, stellst du, und das bei Kampfbeginn, stellst du 2 Leben wieder her. Grundsätzlich hätte ich, glaube ich, gerne mehr Leben gerade. Gucken wir mal, decken wir mal auf. Okay, da gehe ich mal hin. Und da oben muss ich noch hin. So, was haben wir hier? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Lebensraubsense. Stellt Leben in Höhe des Schadens wieder her. Okay. Immer wenn du Schaden erleidest,
erleidest du einen zusätzlichen Schaden. Okay, das ist ja schlecht. Und der Helm, wenn dein Leben unter 50% liegt, erhältst du 2 Rüstungen. Das ist interessant. Das ist interessant, das ist interessant. Ich nehme das mal. Und dann gehen wir hier mal weiter. Es ist wieder Nacht. Die werden aggressiv. Wir können übrigens bei so einem Lagerfeuer, sollten wir mal wenig Leben haben, wir könnten nachts zu einem Lagerfeuer gehen. Wir können dann eine Pause machen sozusagen. Und haben dann die Chance, 10 Lebenspunkte zu regenerieren. Das ist dann schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir hier natürlich wenn wir Tab drücken, auch noch die Option, dass wir sehen, was da als nächstes kommt. Dornen und Verwunden. Also das ist natürlich auch nicht schlecht, dass man schon mal weiß, was hier passiert und was für einen Gegner wir kriegen. Ah, guck mal, jetzt haben wir das Ding, ne? Jetzt haben wir das Teil. Weißt du was? Ich tausche das Ding aus gegen das. Und jetzt gucke ich mal eben. Wo ist denn das hier mit Shift? Wo war denn noch dieser Händler? Irgendwo hier unten war doch dieser Händler. Schaffe ich das noch bis dahin? Ich hoffe ja. Also, ich renne jetzt nochmal nach unten. Denn ich möchte jetzt gerne diese beiden Gegenstände kombinieren. So, es ist wieder Tag. Da unten ist er. Das heißt, jetzt renne ich zu dem und sage, das und das Item bitte kombinieren. Es kommt jetzt das gleiche Item in der nächsten Stufe raus. Also jetzt stelle ich 6 Leben wieder her. Und ich habe natürlich dadurch jetzt wieder einen Slot frei. Weil ich aus den beiden Items ein besseres Item gemacht habe. So, jetzt müssen wir gucken. Hier hinten ist noch einiges frei. Und dementsprechend renne ich jetzt hier weiter und hoffe, dass ich noch irgendwelche spannenden Gegenstände bekomme. Oh, so ein oller Rabe. Der klaut einem immer Geld. Was haben wir hier noch? Oh, erhalte 2 Angriffe für jedes angelegte Schmuckstück. Interessante Waffe. Sehr interessante Waffe. Gut, dass es sowas gibt. Oh ja. Bisschen weniger Schaden, dafür aber 8 Leben. Oder zu Kampfbeginn stiehl 2 Rüstung vom Gegner. Ich glaube, ich nehme das Teil. Ja. Dann habe ich das jetzt. Kampfbeginn. Entblößt, entblößt. Hier, Rundenbeginn, wenn dein Leben unter 50 liegt. Das machen wir erstmal nach oben. Das heißt, wir haben das jetzt bei Rundenbeginn und Kampfbeginn, Rundenbeginn. Entblößt und so weiter. Okay. Das heißt, ich gehe mal weiter in die Richtung. Es bebt schon hier. Der Monitor bebt. Das heißt, wir sehen auch, dass gleich der Gegner kommt. Der Boss. So, jetzt haben wir hier sogar noch mal ein bisschen was bekommen. Hier ist noch mal eine Kiste. Schade, ne? Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Das Item wäre es natürlich. Ich weiß gar nicht, ob wir das später noch nehmen könnten. Da kommt er schon. Habe ich auch noch nicht gesehen. Erstes Mal. Es sind ganz viele verschiedene Bosse, die es gibt. Mit verschiedenen Eigenschaften. Kann nicht angreifen. Immer wenn der, wie heißt der? Schwarzdornenkönig, okay. Wenn er Schaden erleidet, erhält er 2 Dornen. Erhält stattdessen 4 Dornen. Verwundet erhält stattdessen 4 Dornen. Oh, ich bin gespannt, ob ich den kaputt kriege. Jetzt hat er schon 2 Dornen. Ich habe ihm 4 Schaden gehauen. Es geht ein Teil natürlich auf meine Rüstung erst. Jetzt ist meine Rüstung weg, ich sollte Leben kriegen. Zack. Das heißt, ich habe wieder volles Leben. Angriff, 4 Schaden. Ich mache aber auch 4 Schaden an mir selbst. Ich kriege wieder eine Rüstung. Aber ich heile mich gerade nicht. Oha. 4 Schaden an ihm. 5 Schaden. Oh je, gehe ich kaputt? Schaffe ich es? 8. Ich kriege wieder 2. Okay, das heißt, ich heile mich jetzt gleich wieder. Das ist gut. Wieder 2. Ja, Mann. Es klappt, es geht auf. Es ist aufgegangen. Uff.
Es ist aufgegangen. Das erste Mal diesen Gegner besiegt. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ein Lebenspunkt nur. Nächster Gegner ist er hier. Leschen. Oha. Abgefahren. Was haben wir hier? Wir können die Waffe nochmal wieder ölen. Wir können mehrere Öle drauf machen. Ich mache das Rüstungsöl drauf. Das heißt, jetzt haben wir hier drei Öle. Schmieden kann man nur eine Sache drauf. So. So, jetzt heilen wir uns an den kleinen Gegnern erstmal wieder hoch. Und wie jedes Mal, also jetzt kriegen wir wieder weitere Slots hier unten. Das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt 8 Slots und kann die eben jetzt hier verwenden. Das heißt, ich könnte hier nochmal langsamer werden. Wandle ein Tempo in 2 Leben. Nee, das machen wir alles nicht. Davon will ich gar nichts haben. Was haben wir hier noch? Nochmal dieses Item. Mehr Schaden. Und hier, Kampfbeginn stellt 3 Leben wieder her. Das ist aber nur einmalig zum Kampfbeginn, nicht Rundenbeginn. Minus Leben, aber dafür 5. Nee. 5 Rüstung. Nee, 20 Leben ist mir schon ein bisschen... Das reicht. Machen wir den mal eben platt. Jawohl, nochmal Leben bekommen. Jetzt haben wir wieder Nacht. Und man läuft sich halt hier so schön Stück für Stück durch die ganze Region. Man läuft hier schön rum und sammelt sich möglichst sinnvolle Sachen wieder zusammen. Und versucht das natürlich zu kombinieren. Kampfbeginn. Wenn du weniger Tempo als dein Gegner hast, erhältst du 5 Rüstung. Hab ich doch wahrscheinlich. Ich habe -1. Und der Gegner hat 3. Ja, sehen wir doch schon. Das heißt, bei Kampfbeginn erhalte ich 5 Rüstung. Will ich das? Naja, es wäre aber Rundenbeginn wäre nicht schlecht, ne? Also wenn sich das wiederholt mit jeder Runde. Wollen wir umschmieden? Nee, wollen wir auch nicht. Da laufe ich weiter. So. Es ist ja vorteilhaft für mich, wenn ich immer wieder meine Rüstung verliere. Jedes Mal meine Rüstung verliere, weil jedes Mal, wenn ich meine Rüstung verliere, bekomme ich ja, hier ist es, 6 Leben wieder. Entblößt, also wird ausgelöst, wenn du zum ersten Mal all deine Rüstung verlierst. Jetzt kann ich noch Geschwindigkeit drauf machen, das heißt, ich habe Geschwindigkeit 0. Naja, gut. So, ich renne hier schön rum, Alter. Das ist nicht verkehrt. Guck mal, da unten kommt noch eine Schatztruhe. Bam, 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 bam. Jawohl. Was haben wir denn hier? In jeder zweiten Runde stellt 2 Rüstung vom Gegner. Kampfbeginn. Stiehlt 2 Rüstung. Und in jeder zweiten Runde 1 Schaden. Füge in jeder zweiten Runde 1 Schaden hinzu. Das wäre natürlich interessant, ob das dauerhaft ist, ne? Ob das stackt. Ob man alle 2 Runden 1 Schaden mehr bekommt? Nee, ne? Füge in jeder zweiten Runde 1 Schaden zu. Nee. Wir haben noch die halbe Zeit haben wir noch. Bisher sieht es ganz gut aus. Und wir haben Nacht. Oh ja, da haben wir das Teil schon wieder. Und wir haben das... Hatte ich nicht gerade das? Kampfbeginn, wenn du weniger Tempo hast als dein Gegner. Ach nee, habe ich nicht genommen. Boah, soll ich das nehmen? Ob sich das lohnt, ey? Vielleicht gibt es noch was Besseres. Die Waffe behalte ich erstmal. Die ist jetzt auch noch so geboostet. Ich nehme es noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht finde ich noch was Besseres. Rumrennen und suchen. Oh, ein verdammter Rabe. Oh, wir haben hier Gold klaut. Hier haben wir einen Händler. Es gibt übrigens auch verschiedene Qualitäten. Man sieht das hier vielleicht. Es gibt grüne Qualität, es gibt blaue Qualität, es gibt lilane Qualität. Also es gibt immer steigende Qualitäten an Gegenständen. Bei Treffer wandelt 1 Rüstung in 2 Angriff um. Oh, krasse Waffe. Krasse Waffe, nicht schlecht. Wenn man komplett gerüstet ist, als Tank rumrennt. Rundenbeginn. Wenn du mindestens 6 Tempo hast, okay, habe ich nicht. Erhalte Rüstungsgrundwerk zurück bei Verwenden. Habe ich auch noch nie irgendwas gemacht mit Verwenden. Wenn dein Leben zum ersten Mal auf genau 1 fällt, hast du wieder volles Leben. Und wenn es nicht auf genau 1 fällt, bin ich tot.
Okay, ich kaufe hier nichts. Wir könnten neu würfeln, das kostet wieder Geld. Ich gehe nochmal hin, würfel mal neu. Und wir haben hier zu Kampfbeginn, wenn du volles Leben hast, erhältst du für den Rest des Kampfes zu Rundenbeginn einen Dorn. Interessant, aber ich glaube nicht wichtig für die Skillung, die ich jetzt gerade habe. Rundenbeginn, also jede Runde, wandle eine Rüstung in 2 Dornen um. Auch interessant. Entblößt, erhält Tempo in Höhe deines Rüstungswerts. Und gibt nochmal Rüstung. Ich glaube, ich mache das mal, weil ich gerade auf Entblößt gehe. Jedes Mal, wenn ich meine Rüstung verliere, habe ich mehr Tempo. Ob das was bringt, ob ich dadurch wirklich deutlich schneller angreife, schwer zu sagen. Ich nehme das einfach mal rein. Und dann gehen wir mal weiter. Guck mal, hier haben wir noch einen Bären. Will ich was verwandeln bei der Fee? Habe ich irgendwas, was ich umwandeln will? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Nochmal ein weiteres Item zu finden der gleichen Art und aufwerten, das wäre nochmal interessant. Dann können wir weiterlaufen. Klicken wir einfach weg. Und jetzt ist schon bald Abend. Ja, lange wird es nicht mehr brauchen. Dann kommt der Boss. Da wäre nochmal der Händler zum Kombinieren von 2 Sachen. Habe ich leider nicht. Häufige oder goldene Objekte. Oder goldene sogar. Krass. Es gibt auch manchmal Schatztruhen, wo dann in allen oder Tränke, die man finden kann, wo dann in allen Kisten, die man auf der Map aufdeckt, auf einmal nur noch goldene Gegenstände drin sind. Also mit den besten Werten. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber sowas hatte ich bisher noch nicht. Jetzt kommt da der Boss. Oha! Läschen! 50 Leben. Ich bin gespannt, ob wir da gegen anstinken können. Er kriegt erstmal einen Schaden. Und er haut mir sofort 7 rein. Bam! Er macht einfach 7 Schaden, ne? Er haut mir auch wieder sofort einen rein. Ich kriege 1 Rüstung. Jetzt haut er mich. Ich müsste regenerieren. Tue ich aber nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war's. Exakt 7, ich bin tot. Also ist nicht ganz aufgegangen. Ist nicht ganz aufgegangen, die Idee. Aber nicht entmutigen lassen. Und das ist die Hauptidee im Game. Weitermachen, 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 weitermachen. Denn wir spielen ja hier Stück für Stück neue Sachen frei. Hier jetzt zum Beispiel dieses Item. Immer wenn du Leben wiederherstellst, erhältst du 2 Dorn. So ein kompletter Dornbild wäre wahrscheinlich auch mal interessant. Das haben wir jetzt freigespielt. So sind wir an ihm gescheitert und jetzt geht es einfach neu wieder von vorne los, wie in all diesen Games oder in den Games dieser Art. Man fängt einfach wieder von vorne an und findet natürlich neue Items, geht vielleicht einen anderen Weg und probiert andere Sachen aus und denkt sich noch, ja klar, was haben wir hier? Mehr Leben zum Beispiel. Hier ist dann nochmal, stellt Leben wieder her. Bei Entblößt, na klar, nehmen wir auch mit. Und dann geht es einfach genauso wieder von vorne los. Man sucht sich wieder neue Sachen und überlegt sich vielleicht neue Wege, die man vielleicht nimmt und skillt. Guck mal, hier könnte man könnte voll auf Tempo jetzt gehen, ne? Tempo, Tempo. Wenn du kein Leben hast zu Kampfbeginn, ja, wir nehmen mal das hier. Also das sind halt so Möglichkeiten, dass man dann eben schwer hier auf Tempo geht und dementsprechend zack, zack, zack viel schneller dann auch irgendwie oder schneller am Zug ist. Also viele, viele Möglichkeiten und Wege, wie man das Ganze zocken kann. Ich finde sowas sehr, sehr gut. Das kann man auch immer schön nebenbei zocken, wenn man vielleicht irgendwie was anderes so halb AFK macht. Ne? Und dann kann man auch mal sowas hier schön nebenbei machen. Zack, 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 zack. Man kann auch einfach mal raustappen. Das ist ja nicht so, dass es hier die ganze Zeit darum geht, aktuell dabei zu bleiben. Ne? Guck mal hier, mit jedem Schlag stellt ein Leben wieder her. Das ist doch angenehm. Und jetzt geht's weiter. Also, so und so ähnlich. Guckt einfach mal rein, wenn das was für euch ist. Für mich ist sowas auf jeden Fall immer was. Also für mich ist das echt gut. Weil solche Dinger, ne, es macht einfach Bock. Es macht einfach Bock, da muss man nicht irgendwie viel nachdenken. Naja, wobei, man kann da sich schon ein bisschen reinfuchsen. Aber man kann auch einfach rumrennen und ein bisschen metzeln.
Wandel ein Tempo um, erhalte 3 Rüstungen, jawohl. So, und jetzt wird hier gemetzelt und geschlachtet und gehauen und gemacht und getan. Ihr Lümmels, wenn es euch gefällt, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Einfach mal gucken, he is coming und ich gehe jetzt. Bis zum nächsten Mal.